Herzlich willkommen zum ersten Review auf meinem Kanal. Ich zauber persönlich leidenschaftlich sehr gerne und vor allem mit Karten. Und da hat mir vor allem der YouTuber, vor kurzem noch Mr. Trix XL, jetzt nach 10 Jahren Matthias Berger weitergeholfen. Danke an dich für deine externe Hilfe. Und von ihm und Heido habe ich auch das eins der Kartenspiele, mit denen ich mit am liebsten zaubere. Next kommt ja die neue Eden Edition, gönne ich mir auf alle Fälle auch. Autofokus, bitte Fokus. Hallo, Autofokus. Ja, okay. Die Somnium Edition reviewen wir heute. Die ist ja auch schon leer, meines Wissens nach. Also die gibt es nicht mehr, die kann man nicht mehr kaufen. Im nächsten Review-Video, wenn ihr wollt, also ihr könnt auch nicht, wenn jetzt alle sagen, nee, wir wollen die nicht Review bekommen, würde ich die Somnium Firestorm Karten reviewen. Die gibt es ja noch im Shop. Hier ist eine etwas neuere Packung. Ich habe die gemeinsam mit der hier bekommen zu Weihnachten und hatte mir davor schon hier eine gekauft. Ihr seht, die ist schon ziemlich kaputt. Hier drin fehlen auch schon die Teile. Also ja, ich habe sie auch nicht unbedingt zärtlich behandelt. Da bin ich schuld und nicht die Somnium Cards. So. Aber darum soll es auch gar nicht gehen. Ich positioniere mal nur kurz die Kamera in einem anderen Winkel. So. Warte mal. Ich stütze die Kamera hier gerade so professionell mit diesen hier. Mit diesen Motorcycle-Dingern. Davon habe ich 2 Päckchen voll. 2 Brick-Sets, insgesamt 24 Stück. Sind auch noch alle komplett tatsächlich. Ich will auch Karten werfen, deswegen habe ich hier hinten auch eine Styroporwand. Der versucht jetzt auch nicht allzu viel Lärm zu machen. Weh, du fällst jetzt um. Aber ja, klar. So. Also, hier, ich würde sagen, wir lesen erstmal. Hier haben wir Pikas. Ich glaube, dass da Pikas draufsteht, was halt die Lieblingskarte von, also ihr müsst wissen, Heido ist quasi der Vertreter von Firestorm. Und, ja, mit der Mr. Trix XL AK Matti ist halt der Vertreter so von, nee, genau, doch, von Blizzard. Und nachdem Mattis Lieblingskarte das Kreuz Ass ist, nicht das Kreuz Ass, das Pik Ass ist, schätze ich mal, dass deswegen hier das Pik Ass auch drauf gedruckt ist. Hier so noch ein paar Eiswellen, ganz hübsch. Hier natürlich fett das Somnium-Logo drauf. Dann steht da noch Blizzard Edition 2019. Hier oben sind dann nochmal alle 4 Farben drauf gedruckt. Also Pik, Herz, Kreuz und Karo. Hier vorne steht dann Somnium Playing Cards. Dreaming is Creating. Und darauf ist fett nochmal so ein Pik Somnium gedruckt. Und dann haben wir hier noch, ich weiß jetzt nicht, ob ich das hier fokussiert bekomme mit der Kamera. Okay, nee. Dann lese ich es vor, da steht drauf. Created by Matthias Berger und Heido. Designed by Simple Studio. Based on Giacomo Worth. Eins von 15.000 Decks. Da steht halt noch Hashtag Somnium drauf. Dann Somnium Cut drauf. Dann haben wir hier so eine Linie. Wenn man alle Decks nebeneinander, also wenn man mehrere davon hat, ich habe jetzt halt 2 unterschiedliche, dann gibt das hier so eine durchlaufende Linie mit der Zeit. Hier ist noch das Blizzard Logo. Und ich würde sagen, wir packen die Karten mal aus. Und oh mein Gott, Leute, sie sind so geil. Hier sind sie. Ich habe jetzt beschlossen, mal von oben hier zu filmen, dass es besser ist. Ich habe die Kamera gerade in der Hand.
All-Star. Also, Leute, ich habe hier mal eine Karte. Sieht das nicht geil aus? Hab hier gerade Vanessa, glaube ich, sogar die Herbstdame. Echt schick. Hat echt Style. Dann sind da natürlich Yoga dabei und Gav Cards. Gav Card Nummer 1. Ist diese hier, wo einmal der Kreuzbube und einmal der Pikbombe drauf ist. So, Moment. Ich habe die jetzt. So, hier sind noch die 4 Asso drauf. Nummer 2 ist nochmal Vanessa. So, Pik 2 ist nochmal die Vanessa, ist die GFK 2. Und zwar ist es so eine Thermokarte. Wenn man da so drüber geht, wird das sichtbar. Einmal die Kreuz 2 und einmal die Herz 2. Da kann halt auch einen Trick machen. Man tut beide Karten hier quasi dafür sorgen, dass der Zuschauer die zieht mit Hilfe eines Forces. Man forciert die beiden und dann taucht die halt irgendwo auf diese Karte und hat die in der Hand. Echt nice. Dann, ich finde, das beste Design im ganzen Kartenset ist eindeutig das hier. Okay. Finde ich auf alle Fälle nice. Darum geht es nicht um diese Decks. Ihr könnt auch verschwinden. Dann gibt es noch diesen Joker. Wer von euch kennt diesen Trick hier mit der Pik 7? Ja. Da ist halt so eine Pik 7 drauf. Muss man aber dafür das Firestorm Deck auch noch haben. Von daher können den nicht alle benutzen. Und nochmal ein normaler Joker. Ja, und dann halt noch die normalen Karten. So, das wäre es dann gewesen mit dem Review von diesem Deck. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Hashtag Team Somnium. Hashtag Team Matthias. Moment, ich kann euch jetzt mal das Design hier von der Pik Ass hier noch genauer zeigen. Moment, einmal rausgezoomt. Reingezoomt. Und dann auch nochmal hier der Joker. Hier. Rauszoomen. Jetzt sieht man da hier die Pik 7. Besser. Okay. Das wäre es dann gewesen mit dem Video. Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Bewertet das Video mit Daumen nach oben oder nach unten. Ich freue mich schon auf eure Kommentare und auf eure Bewertungen. Haut rein und ciao.